Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Python, heute mit File Transfer Protocol, das heißt mit FTP. Und ja, wir wollen heute mit FTP quasi Dateien von A nach B befördern, wir wollen uns zum Beispiel auch Verzeichnisse angucken und so weiter und so fort. Warum würden wir das um Gottes Willen mit Python tun? Nun, zunächst einmal, was macht man mit FTP? FTP ist das File Transfer Protocol, das habe ich gerade schon kurz gesagt. Und mit diesem File Transfer Protocol kann ich Dateien übertragen. Das bedeutet, man kann Dateien automatisiert übertragen. Ja? Viele Leute benutzen FTP, um Backups zu machen. Das heißt, sie mieten sich zum Beispiel online irgendwo einen FTP-Server. Das kann man wunderbar tun, kann ich auch wirklich empfehlen. Oder aber sie haben zu Hause vielleicht ein NAS-System, ein Network Attached Storage. Das heißt, wie so ein paar externe Festplatten, die direkt am Router stehen, und ich kann dort zum Beispiel dann meine Dateien irgendwie auslesen. Und ja, das ist auch ein absolut valider Anwendungsfall. Wir werden dazu auch noch ein bisschen mehr machen, NAS bauen oder sowas, habe ich zumindest mal vor. Aber jetzt ist natürlich die Frage so, wie kann ich das Ganze vielleicht automatisieren? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte permanent eigentlich alle Dateien up-to-date haben. Und wenn ich neue Dateien erstelle, dann möchte ich die halt auch ganz gerne eigentlich auf das NAS packen. Und vielleicht habe ich ja auch eine App oder sowas oder irgendwelche Serverdateien, die ich auf den NAS packen möchte oder irgendwo anders auf einen anderen Server hin. Und das wäre ein Backup. Und ja, ich möchte dieses Backup natürlich eigentlich automatisieren, denn wenn man an ein Backup denken muss, macht man es meistens nicht. Deswegen automatisierte Backups mega geil. Also, was machen wir mit FTP? Beziehungsweise, um genau zu sein, was machen wir mit der FTP-Lib? Naja, wir können damit mit Python einfach ein Skript schreiben, das sich zum Beispiel einmal direkt ausführt, wenn wir unseren Rechner starten. Oder einmal alle 24 Stunden, falls ihr auf einem Server seid oder auf einem Raspberry oder sowas. Und das ist natürlich geil. Das heißt, wir müssen da nicht mehr wirklich dran denken und deswegen machen wir das hier. Wie gesagt, das hier sind Skripte, die könnt ihr ruhig als Vorlage benutzen, aber ihr müsst sie selbstverständlich noch ein bisschen selber anpassen an eure Bedürfnisse. Dazu sind Programmiersprachen und auch Skripte da. Gut, also was machen wir? Wir importieren erstmal hier einige Libraries. Und zwar natürlich OS, FTP-Lib und Datetime, um mit Zeiten arbeiten zu können. So, und jetzt fangen wir an. Hier können wir angeben, wo unser FTP sitzt. Das heißt, hier müssen wir angeben, wo unser FTP gerade ist, von dem wir Dateien ziehen wollen, beziehungsweise auf das wir Dateien kopieren wollen. Und Nummer 1 wäre online irgendwo, also abc.de. keine Ahnung, irgendwas anderes. Oder ihr habt es halt einfach lokal, und in meinem Fall ist das Ding tatsächlich lokal. Ich werde das jetzt hier allerdings nicht eintragen, ich werde gleich runterscrollen, denn das nächste ist der FTP-User. Der wird gesetzt auf irgendwas anderes, und dann habt ihr noch den FTP-Pass, ja, das Passwort, das ihr hier verwenden könnt. Wie gesagt, das sind alles relativ vertrauliche Dateien. Bitte auf gar keinen Fall jemals irgendwohin hochpushen oder sowas. Also achtet da immer darauf, wenn ihr irgendwie eine Anbindung an Git habt, macht sowas in die Umgebungsvariablen und nicht in euer Skript rein. Macht es vielleicht auch in eine externe Datei, die ihr dann auch nicht mit hochpusht oder sowas. Nicht mit hochpushen auf Git, bitte. Und ja, natürlich darf ich hier nicht das Ganze euch im Video zeigen, sollte klar sein. Okay, so, jetzt habe ich natürlich hier schon ein paar Sachen vorbereitet gehabt, und die machen wir jetzt einmal ganz kurz hier rein. So, nicht wundern, ich bin ein bisschen runtergescrollt und habe das hier auch schon mal hinzugefügt. Diese Funktion kennen wir, die haben wir jetzt schon ein paar Mal verwendet, und zwar zum Dateigrößen ansehnlich zu speichern, damit wir nicht alles in Byte haben, sondern halt auch in Kilo und Mega und Gigabyte, ne? So, und dann können wir eigentlich schon direkt anfangen, indem wir hier zum Beispiel mit FTP erstmal eine Verbindung aufbauen. Wir setzen einfach mal die Variable FTP auf ftp-lib.ftp und wir verbinden uns mit dem folgenden Host, den wir oben angegeben haben, mit dem User, dem Usernamen und mit natürlich dem Passwort Pass. Und anschließend können wir hier eigentlich damit interagieren. Ich mache allerdings noch jetzt eine Sache, und zwar ich setze das Encoding auf UTF-8. Das ist manchmal ein Problem, wenn man das anders setzt. Deswegen machen wir das hier. So, und dann können wir eigentlich schon loslegen. Das heißt, wir können hier direkt das printftp.getWelcome ausgeben. Und getWelcome macht genau das. Es heißt euch willkommen. So, wir sehen hier also welcome to pure FTPD. Priv sep TLS, you are
User Number 2 out of 10 allowed, Local Time ist 11:26 Uhr, Server Port ist 21, das sind einige Informationen, aber wie gesagt, das Ding läuft nur lokal bei mir, das heißt, ihr könnt nicht da von außen drauf zugreifen, versucht es also gar nicht, das ist nicht irgendwie öffentlich, das System. Dann haben wir hier, this is a private system, no anonymous login, das ist auch okay, und wir haben IPv6 Connections allowed und wir werden disconnected nach 15 Minuten, wenn wir inaktiv sind. Nur wenn wir inaktiv sind. Das heißt, wenn wir irgendwas downloaden, zählt das natürlich nicht. Aber 15 Minuten nichts machen heißt rausgeschmissen. Ist auch in Ordnung so, das habe ich so eingestellt. Okay, so, jetzt, was können wir machen? Nun, wir haben zunächst einmal die Möglichkeit, über ftp.dir eine Übersicht zu bekommen, wo wir eigentlich gerade sind. Achtet darauf, das ist ein Skript, ja, das ist nicht also ihr könnt natürlich auch einfach Python starten, aber dann ist es relativ witzlos, dann hättet ihr auch einfach das Ganze sein lassen können, dann braucht ihr kein Skript zum Automatisieren. Aber ich will euch die einzelnen Befehle zeigen und in diesem Fall ftp.dir macht genau das. Es liefert euch einfach eine Übersicht über alles, ja. Das heißt, wir haben hier einmal Punkt, wir haben Punkt, also Punkt wäre aktuelles Verzeichnis, Punkt ist Verzeichnis oben drüber, wobei das nicht geht. Ist ja schon das oberste Verzeichnis sozusagen. Dann haben wir Admin, wir haben Music, wir haben Foto, wir haben Video. Das sind halt die Standardverzeichnisse hier bei diesem FTP-Server bzw. bei diesem NAS-System. Okay, anschließend, was können wir machen? Nun, wir können uns hier in Pfade begeben. Also wir können uns aussuchen, wo wir eigentlich rein wollen. Wir können zum Beispiel sagen ftp.cwd und jetzt gehen wir mal in raw-string /admin rein. Admin und dann vielleicht noch /. Ich habe mir das mal vorher angeguckt, was ich euch zeigen kann hier. Wie gesagt, ich benutze das NAS auch einfach mal so. Und in Firmware sind einfach nur ein paar PDF-Dateien drin. Ja, aber es passiert natürlich nichts, weil wir hier .dir oben drüber ausgegeben haben. Mit cwd wechseln wir das Current Working Directory. CWD. Okay, was machen wir also jetzt? Naja, wir können uns ja nochmal angucken, was da drin ist. ftp.dir. Aber dir ist, wie gesagt, einfach nur quasi wie ein Print-Befehl. Das bringt euch ja nicht unbedingt weiter, wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen machen wollt. Deswegen gibt es hier natürlich auch noch andere Optionen. Und eine dieser Optionen ist die NLST-Option. Mit NLST könnt ihr hier auch sozusagen eine Art Print bekommen. Allerdings ist das nicht direkt ein Print, sondern es gibt euch Werte zurück, die ihr speichern könnt. Zum Beispiel können wir hier sagen, Files ist gleich ftp.nlst. Und ja, dann passiert natürlich hier erstmal nichts, weil diese Dateien, die... Naja, wie gesagt, da passiert halt nichts damit. Ihr könnt jetzt aber hier mit den Files arbeiten. Ihr seht gleich, wie das Ganze sortiert ist. Nämlich als Liste. Dann haben wir einmal Punkt, Punkt, und wir haben die 3 PDFs. Jetzt achtet aber darauf, dieses Punkt und Punkt verhält sich eigentlich so wie ein Ordner. Ja? Das heißt, ihr bekommt über NLST wirklich Ordner und Dateien komplett gleich. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn mit NLST kriegen wir Dateien und Ordner und mit CWD wechseln wir aber nur das Current Working Directory. Wir können nicht sagen, hey, greif mal auf diese Datei drauf zu und mach mal das damit. Das heißt, ihr müsst hier ein bisschen tricksen, wenn ihr wirklich rekursiv irgendwas machen wollt. Und das ist halt ein bisschen nervig. Ihr könnt natürlich testen, ob einzelne Dateien ein wirklicher Ordner sind. Ja? Das heißt, ich kann jetzt hier einfach hergehen und ftp.cwd ausführen auf dieser PDF-Datei. Was natürlich nicht funktionieren wird, weil ich nicht in einen Ordner rein kann, der eine PDF ist. Ja, eine PDF ist kein Ordner. Das heißt, wir bekommen hier ein Not a Directory Error. Das heißt, ich kann rausfinden, was davon ein Ordner ist und was davon eine Datei ist, indem ich hier ganz einfach überprüfe, ob ich reingehen kann in diesen Ordner. Okay? Das heißt, wir machen hier mal ein Folders draus und gehen hier nochmal in Admin rein. Und jetzt gehen wir mal hier wirklich vor F in Folders oder eigentlich eher Dirs, wenn man es genau nimmt. Dirs, D in Dirs, dann ist es nicht so verwirrend. Dann haben wir ein F für File und D für Dir. Ups. Das soll natürlich NLST bleiben. So, und hier versuchen wir jetzt einfach in das Dir D reinzugehen. Okay, was wird wohl passieren? Naja, wir bekommen hier einen Fehler, beziehungsweise direkt einen Fehler, weil wir versuchen in PDF reinzugehen. Okay, machen wir das mal hier. Ups. Und versuchen das Ganze mal auszuführen. Und wir sehen hier, boom, wir kriegen zwar einen Fehler, aber eben den Fehler can't change directory to anti-public.
Antipublic ist übrigens ein Ordner, also jetzt nicht wundern, der ist in Admin drin. Das heißt, was ist jetzt passiert? Naja, wir sind in Admin reingegangen und wir haben dann probiert, in Antipublic reinzugehen. Aber irgendwie ist das nicht unbedingt das, was wir haben wollen, weil... Also, wir sind schon in Admin drin, sorry. Wir sind in Admin drin und, wisst ihr was, ich mache das mal hier direkt mit keinem CWD. Wir lassen das jetzt einfach mal so offen da rumfahren. Und gucken mal hier, was hier passiert. So, wir können nicht in das Music Directory gehen, weil wir haben keine Dateien. Was ist also passiert? Nun, wir sind in Admin reingegangen, okay? Und jetzt versuchen wir gerade in Music reinzugehen, obwohl wir schon in Admin drin sind. In Admin ist kein Ordner, der Music heißt. Deswegen gibt das natürlich einen Fehler. Aber grundsätzlich könnten wir in Music reingehen. Okay, also wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das hin? Nun, wir können ganz einfach hierher gehen und sagen, okay, wir probieren das hier aus. Also wir wissen ja, da könnten Errors beigeworfen werden. Wir tryen uns das und schauen, ist denn dieser Ordner überhaupt zugänglich? Wenn ja, ist okay. Wenn nein, ist offensichtlich irgendwas passiert. Dann sagen wir einfach mal print D, okay? So, und hier oben drüber sagen wir Success, Doppelpunkt, wir machen Format String draus und geben uns unser D hinten aus. Und hier machen wir auch ein Format String draus. Error, Doppelpunkt, ups, da. Und das machen wir in D rein. So, und jetzt schauen wir mal, was gibt denn hier Success und was gibt einen Fehler? Okay, also wir kriegen Success bei Admin, wir kriegen Success bei Punkt, weil wir versuchen noch eins rauszugehen und bei Admin, bei Music, bei Foto und bei Video geht es nicht, weil wir natürlich schon in Admin drin sind. Gut, ja, was machen wir dann hier offensichtlich? Naja, wir gehen einfach mal wieder ins Ursprungsverzeichnis, also print, nicht print, sorry, ftp.cwd, also wir gehen quasi in den obersten Ordner rein, gehen immer wieder in denselben Ordner rein und tada, wir kriegen direkt einen Success bei Admin und wir haben, hallo? Hat gerade ein bisschen gedauert, sorry, und wir kriegen Success bei Music, Foto und Video, weil wir natürlich jetzt in jeden Ordner reingehen. Das heißt, wir sind hier tatsächlich wo drin, wo es Ordner hat. Aber was wäre denn jetzt, wenn wir ftp.cwd, wenn wir woanders drin starten, also zum Beispiel in admin/firmware war das, glaube ich. Was wäre, wenn wir hier drin starten? Naja, dann kriegen wir natürlich Error. Das heißt, wir können zurückgehen, ja, und wir können vorwärts gehen, ja, das geht auch, aber wir kriegen Error bei den PDFs. Übrigens, egal bei welchem Ordner ihr gerade seid, auch bei Admin einfach so würdet ihr ein Problem kriegen, weil ihr versucht zuerst hier zurückzugehen, beziehungsweise hier müssen wir natürlich auch reingehen. So, jetzt stimmt das Ganze. Also wir gehen quasi wieder zurück in unseren jeweiligen Ordner, nachdem wir was gemacht haben und überprüfen, ob wir in die jeweiligen Ordner reingehen können. Weil wir wissen ja nicht, ist das jetzt eine Datei oder ist das ein Ordner? Und in dem Fall kriegen wir natürlich immer Errors und haben dann offensichtlich keine Möglichkeit da reinzugehen, weil es sind ja keine Dateien, Dateien, keine Ordner offensichtlich. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, wir nehmen uns ftp.nlst, gehen hierher und gehen da einmal durch. Ja? Unsere Directories sind am Anfang leer, unsere Files sind am Anfang leer, jeweils. Und wir gehen immer wir versuchen in das Current Working Directory zu gehen. Das Print können wir drin lassen, aber wenn wir hier drin sind, wenn wir das geschafft haben, wenn wir hier unten drunter sind, dann haben wir offensichtlich ein Verzeichnis gefunden. Das heißt, dirs, ich kann heute nicht schreiben, .append und wir hängen D hinten dran. Und wenn wir hier sind im Fehler, wenn wir einen Fehler bekommen haben, dann haben wir offensichtlich eine Datei gefunden, files.append D in unserem Fall. So, und wenn wir das jetzt am Ende ausgeben, print files, print dirs und hier das Ganze vielleicht noch in eine Variable reinquetschen und einfach hier sagen, home ist gleich, das ist quasi unser Verzeichnis, das wir untersuchen wollen. Das wäre dann Home. Hier gehen wir in Home rein. Und hier gehen wir auch in Home rein. Dann haben wir das Ganze schon einigermaßen automatisiert. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sehen wir, bam, wir haben offensichtlich als Ordner nur Punkt und Punkt, Punkt. Und wir haben als Dateien das hier alles gefunden. Während wenn ich jetzt hier den Slash reinpacke, dann kann ich da genau dasselbe machen,
für mein normales Root-Verzeichnis sozusagen. Das heißt, hier sind keine Dateien drin, aber dafür eben diese 4 plus 2 Ordner. Jetzt sagen wir mal, ihr wollt Punkt und Punkt, Punkt nicht haben. Das heißt, ihr sagt hier einfach if d gleich Punkt or d gleich Punkt, Punkt. Naja, was machen wir dann? Wir machen ein Continue, dann lassen wir die quasi einfach raus. Ja, dann können wir die quasi ausklammern. Und dann haben wir hier eben wirklich nur die Ordner, die wir hier brauchen. So, und jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr das wollt, noch rekursiv weitertreiben. Das überlasse ich euch als Übung. Das muss ich jetzt hier nicht mehr zeigen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch die Möglichkeit haben, einzelne Dateien runterzuladen. Und dazu gehe ich mal wieder hierher und setze das nicht auf den Slash, sondern auf die Firmware. Und wir sagen jetzt, wir wollen eine Datei davon herunterladen. Das heißt, was wir machen ist, wir holen uns mit ftp.retrobinary holen wir uns eine Binärdatei. So, dazu ist es wichtig, in eurem aktuellen Ordner zu sein, also im richtigen Ordner zu sein. Es ist wichtig, in welchem Working Directory ihr gerade drin seid. Wenn wir dann hier was runterladen wollen, können wir leider nicht nur den Dateinamen nehmen, sondern wir müssen retre für das Protokoll schreiben, also weil man es eben in mehreren Möglichkeiten machen kann, retre und dann eine Datei. Okay, naja, welche Datei wir nehmen, ist eigentlich relativ egal. Wir können ja einfach mal mit der ersten anfangen. Das heißt, wir sagen hier, wir machen einen Format String draus und wir holen uns Files von 0, falls Files von 0 existiert. Ist egal eigentlich, ihr könnt hier einfach schreiben, if len von Files größer 0. Dann haben wir auf jeden Fall mindestens eine Datei und die laden wir uns runter. So, jetzt haben wir hier ein retre gemacht, also das Retrieve Binary. Wir holen uns quasi im Binärformat diese Datei runter, aber wo speichern wir die? Wie speichern wir die? Das ist ein bisschen seltsam hier bei FTP. Wir bekommen jetzt hier nämlich gleich einen Fehler. Jetzt war ich gerade verwirrt, warum der Fehler nicht da ist. Aber natürlich haben wir hier oben schon den Fehler bekommen. Und zwar, man braucht ein Callback. Und dieses Callback, das speichert dann eure Datei. So, das heißt, ihr müsst hier eine Funktion angeben, die eure Datei speichert. Das heißt, def save file binary. Und in unserem Fall können wir hier einfach eine Datei reinschreiben, beziehungsweise einfach die Datei nehmen und dann reinspeichern. Das heißt, wir haben hier eben Data zum Beispiel, die wir hier reinschreiben wollen. Und dann sagen wir hier with open. So, wie wollen wir unsere Datei nennen? Naja, wir wollen sie einfach out, in dem Fall .pdf nennen. Wir wissen ja, was es ist. Aber wie gesagt, diesen Dateitypen, den könnt ihr natürlich dann auch iterativ machen. Also je nachdem, was für eine Dateiendung es hat, müsst ihr einen anderen Dateitypen haben und so weiter und so fort. Das ist alles dann für euch zum Customizen gedacht. Und ja, FTP ist nicht geil zum Customizen. FTP-Lib auch nicht, gebe ich absolut zu. Aber es ist tatsächlich die beste Library, zumindest für FTP. Ja, wie wollen wir das Ganze speichern? Naja, wir müssen binär speichern. Und jetzt wird es auch noch wichtig, wir wollen appenden. Wir wollen hinten dranhängen. Das heißt, wir machen ein A. Append Binary. So, wie wir die nennen, das machen wir hier as out. Also wir nennen sie quasi out und dann sagen wir hier einfach out.write und hier packen wir die Daten rein, also write data. So, und wenn wir jetzt hier hinten dran diese Funktion schreiben, dann haben wir hier save file binary. Achtung, keine Klammern, das wird als File Pointer übergeben und es wird automatisch dieser eine einzige Parameter hier reingegeben in Save File Binary, der die Daten sozusagen von dieser Datei hier ist. So, wenn wir das jetzt run, dann sehen wir hier, boom, da ist es und da ist auch schon unsere out.pdf. Und ja, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, öffnet sich eine PDF-Datei, die eben die Firmware-Informationen beinhaltet, die ich euch jetzt hier gerade zeigen kann, aber nicht zeigen möchte. Wir können es ja einfach mal so machen. Sekunde. So, hier ist ein kleines bisschen was davon. Aber da sind ein paar Informationen drin über das NAS, das will ich jetzt nicht unbedingt hier veröffentlichen. Okay, das heißt, so könnt ihr Dateien tatsächlich runterladen, so könnt ihr Dateien auch verarbeiten. Was machen wir, wenn wir eine Datei hochladen wollen? Das wäre die zweite Variante. Naja, wir wollen ja vielleicht auch mal was hochladen, ne? Kann ja mal passieren. Okay, also was wir machen ist, im Endeffekt, wir müssen genau im richtigen Current Working Directory sein und dann ist es eigentlich auch nur ein Aufruf tatsächlich. Und der ist sogar ein bisschen einfacher als der andere Aufruf. Und zwar, wir öffnen erstmal die Datei als, sagen wir mal, Upload File ist gleich. Jetzt sagen wir hier einfach mal Open. Welche Datei wollen wir denn hochladen?
Nehmen wir einfach mal 1984 image.png. Ja, ich wollte es nicht öffnen, die haben wir bei was anderem benutzt. Wir wollen Copy Path. Absolute Path. Nehmen wir einfach mal den Absolute Path hier, und zwar in RAW. So, wichtig ist jetzt hier allerdings, dass ihr die Datei in binär lesen wollt. Das heißt Read Binary, okay? Ihr wollt die Datei binär lesen. Und jetzt sagt ihr hier tatsächlich FTP. Naja, wer hätte es gedacht, Store Binary. Achtung, Store ist falsch geschrieben, also Store ohne E Binary. Damit könnt ihr eine Binärdatei hochladen. Und hier gebt ihr jetzt einfach die Datei an. Das heißt, wie soll sie heißen? Achtung, ihr braucht hier, wie hier oben auch dieses komische Retre, was für Retrieve steht, braucht ihr hier ein Store für Store, also speichern, hochladen sozusagen. Und wenn ihr sie benennen wollt, müsst ihr quasi sagen, wie ihr sie benennen wollt. Ihr könnt natürlich hier einfach den Dateinamen kopieren und aus dem Pfad auslesen. Das ist halt ein bisschen Automatisierungsarbeit, ist klar, aber das kann man wunderbar machen. Und ja, jetzt müsst ihr natürlich noch angeben, was genau ihr speichern wollt, und zwar welche binären Daten ihr speichern wollt. Das heißt Upload File. So, wunderbar. Und ja, dann könnte ich hier tatsächlich hergehen und auch wieder Upload File mal closen. Und wo wir gerade schon dabei sind, wir sollten hier auch mal unseren FTP anfangen zu quitten, sonst kriege ich hier noch langsam problematische Probleme in meinem Kopf. Okay. Gehen wir hier mal her und lassen uns das laufen, und wir sehen, dass wir nichts sehen, was ja klar ist, weil wir gerade was hochgeladen haben. Wir haben nichts runtergeladen. Runtergeladen ist hier, aber wo ist das hochgeladen? Naja, schauen wir mit was anderem rein, und zwar mit FileZilla. Und tada, da ist die Datei 1984 image.png. Und wenn wir sie öffnen, haben wir genau dieses Bild, was wir eigentlich gerade haben. Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben gerade eine Datei hochgeladen auf unseren FTP-Server. Ja, und damit war es das eigentlich auch schon. Das sind die zwei wichtigsten Operationen. Ihr könnt Verzeichnisse lesen, ihr könnt Dateien rausfinden, ihr könnt Sachen hochladen, ihr könnt Sachen runterladen. Und damit habt ihr eigentlich alles, was man mit FTP machen muss, und könnt das Ganze mit Python automatisieren. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und viel Spaß dabei und viel Spaß beim Backup zusammenbasteln. Kann auch Spaß machen, sowas. Ja, durchaus. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.